Südsudan ist in der Tat erst 2011 als jüngster Staat der derzeitigen Weltgemeinschaft ins Leben gerufen worden von ehemaligen Streitern, die gegen den Nordsudan gekämpft haben, Muslime gegen Christen. Der Staat ist sehr früh eigentlich sich selbst überlassen worden. Insofern trifft uns da auch ein Stück weit die Mitschuld. Hinzu kommen einfach lange traditionelle Konflikte, die das Ganze noch verkomplizieren. Und zusätzlich einfach auch die schwierige Situation im Augenblick im Land an ökonomischer Lebenssituation. Ölpreis ist gefallen, sodass die einzige Einnahmequelle im Grunde genommen sich halbiert hat. Der Staat ist im Grunde genommen pleite, kann sein Personal nicht mehr bezahlen, also auch die Polizei und das Militär nicht. Lehrer werden nicht bezahlt, Gesundheitsmitarbeiter werden nicht bezahlt und das führt natürlich insgesamt zu einer Verschlechterung der Lebenssituation für alle. Malteser International ist schon seit den 90er Jahren im Südsudan, damals war es noch Teil des Gesamtsudans, im Gesundheitsbereich immer tätig gewesen. Wir sind inzwischen im Wassersanitärbereich und in der Ernährungssicherung, weil das momentan auch die Hauptprobleme sind, einfach auch die Menschen zu ernähren. Wir waren in einigen Regionen tätig, wo im Prinzip der Konflikt keine große Rolle gespielt hat. Durch jüngere Entwicklungen sind die Konflikte just in unsere Gebiete hineingekommen, sodass wir unsere Programme ganz umstellen mussten. Wir mussten aus eher längerfristigen Ansätzen in Nothilfe umschalten, um auf neue Bedarfe reagieren zu können. Flüchtlingsbewegungen, die Leute sind aus den Dörfern geflohen in die Stadt hinein. Wir mussten von klassisch landwirtschaftlichem Projekt auf dem Land auf Urban Gardening, Neudeutsch, umschalten. Das heißt, in der Stadt auch mit modernen Ansätzen landwirtschaftliche Produktion ermöglichen und auch die Wasserversorgung in der Stadt verbessern. Momentan ist die Situation noch sehr, sehr drastisch. Es leben immer noch zigtausende in diesen Lagern, die in den Städten in der Regel dann auch teilweise beschützt von der UN errichtet worden sind. Aber es gibt ganz, ganz kleine Hoffnungszeichen. Also in einem Telefonat vor 2 Tagen hat ein Berater von uns, der vor Ort mit den Betroffenen gesprochen hat, aber auch mit der Regierung gesprochen hat. Es gibt erste Tendenzen, dass man darüber nachdenkt, in die Dörfer wieder zurückzukehren. Und wir haben uns überlegt, wenn das geschieht, sind wir sofort mit dabei, so ähnlich wie wir vorher aus den Dörfern heraus die Geflohenen in die Stadt hinein begleitet haben, werden wir sie auch wieder zurück aufs Land begleiten und dort beim Wiederaufbau der Dörfer, die größtenteils abgebrannt sind, also man fängt bei Null wieder an, in der Landwirtschaft, beim Hausbau und bei der Gesundheit und Wasserversorgung werden wir dann helfen. Und diese Hoffnung haben wir nach wie vor und würden da gerne bei unserem Beitrag zu leisten.